Und dann haben wir ein Konzept in unserem Mind und im Körper gespeichert, dass dann alles gut ist. Also dass dann wie die Gefühle wie nicht mehr vorhanden sind. Weil das ist eigentlich unser Ziel. Oft, wenn wir auf einen spirituellen Weg gehen, wollen wir drüber hinausgehen. Wir wollen drüber hinausgehen über das Elend, würde ich mal sagen, von unseren Gefühlen, vom alltäglichen Leben. Und wenn wir dann tatsächlich erwachen oder spirituelle Erfahrungen haben, passiert oft was, wo wir so eine Verdrängung nennen. Es gibt noch eine größere Verdrängung als vorher, weil jetzt hat man theoretisch dieses Spirituelle erreicht und dann greift eigentlich dieses Konzept von jetzt bin ich drüber hinaus, über das. Und der Körper und die Gefühle und das Leben wird irgendwann aber zurückkommen und wie so sein Tribut zollen, weil es nicht stimmt. Der Körper will sich trotzdem befreien. Die Gefühle sind trotzdem da und wollen gefühlt werden, integriert werden. Und deshalb ist für uns so dieses Wort verkörpertes Erwachen oder eine verkörperte Spiritualität so am Herzen. Es gibt so viele spirituelle Lehrer. Auf unserem Weg haben wir viele kennengelernt oder auch Kollegen, die Satsang geben, wo sich wie abgekapselt haben eigentlich von ihren traumatischen Ereignissen eigentlich im Körper. Und wenn man diese Erlebnisse, die man gehabt hat, wie so wegschiebt, kann das nur passieren mit so einem ganz starken Konzept von ich bin mehr oder ich bin das Ganze, ich bin erwacht. Und das stimmt alles. Also diese Wahrnehmungsveränderung, die dann tatsächlich passiert, ist da. Und trotzdem ist der Körper da mit seiner Körperlichkeit, die überhaupt nicht in das Konzept von Erwachen passt. Die Scham ist da, die Angst ist da, die Wut ist da, der Neid ist da und all die ganzen Sachen. Und wenn wir nicht den Mut haben, auch als spiritueller Lehrer, wirklich drauf zu schauen und immer wieder eigentlich diese emotionale Arbeit zu machen, dass diese Anteile integriert werden können, die müssen integriert werden können in das Ganze, dann passiert sowas, wo wir nennen ein verkörpertes Erwachen. Also das, was wir tatsächlich sind, wird gespiegelt durch unseren Körper, durch unsere Gefühle. Also es kommt wie so eine Vereinigung. Der Körper und das ganze Leben kommt eigentlich wie so nach Hause. Es darf so sein, wie es ist. Und durch das kommt ein Frieden rein und das, was wir wirklich sind, kann viel mehr durchscheinen oder durchfühlen. Ja? Und es ist ganz anders, als was wir uns vorstellen, was für ein Konzept wir haben, dass die Gefühle dann wie nicht mehr da sind. Oder das wird für uns wie so leichter werden, wie die Prativa sagt. Manches wird schwerer werden sogar, weil oder wir mehr fühlen. Mehr, ja. Und das Schöne ist aber, weil wir wollen da auch nicht Angst machen, dass das schlimmer wird, sondern je mehr wir eigentlich diesen Weg gehen von der Spiritualität, also so von diesem wirklichen Erwachen und zu sehen, ich bin mehr, desto mehr Raum haben die Gefühle, also desto mehr Heilung ist eigentlich möglich. Also wir merken das auch sehr stark in unserer Arbeit, dass wir mit manchen Menschen manche traumatischen Ereignisse wirklich erst heilen können, wenn sie wie gemerkt haben, sie haben die Kapazität, das Gefühl wirklich zu fühlen bis zum Ende oder in seiner ganzen Größe. Und das ist eigentlich mehr, als das Denken sich je vorstellen konnte. Und deshalb ist das für uns eigentlich so heilsam. Ja, oder beides so zusammen. Ja, genau. Also diese Erwachenszustände oder die Erleuchtung, die ist wie eigentlich dafür da, dass die Kapazität kommt, die Sachen, die Wunden zu heilen und zu integrieren. Ja. Und wenn aber dann das passiert, dass wir in dem Zustand das verneinen, geben wir wie falsche Botschaften eigentlich raus. Also wir tun noch mehr Konzepte erschaffen, die falsch sind, die einfach nicht stimmen. Die einfach von einem kleinen Blickwinkel aus stimmen, aber von der Seite vom Körper und vom Leben
es ist trotzdem da. Es ist trotzdem da. Ne? Wie kann eine Einheit da sein, wenn das alles da ist? Ne? Die Gefühle und das ganze Schlimme, was auch in der Welt ist, das will integriert werden. Ne? Und das will eigentlich... Das gehört in die Einheit mit rein. Ja. Ne? Das ist genauso eins. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, das wirklich mit reinzunehmen und nicht wegzustoßen, weil das kann, wenn es mit reinkommt, heilen. Nur dann. Ne? Nicht, wenn wir es verneinen. Deshalb möchten wir gerne dieses Konzept eigentlich wirklich in Frage stellen und es sind auch einige Lehrer schon bereit, irgendwie über das Thema zu sprechen. Aber es ist so oder merken das auch, ne? Dass irgendwas das fehlt, nicht stimmt, ne? ja. Dass irgendwie was fehlt. Ja. Oder sind wirklich auch viele Leute, die auf dem spirituellen Weg sind, merken, dass das nicht stimmt, wenn sie den Körper verneinen. Also dass das so wichtig ist, das auch durch trotzdem den Körper zu erleben. die Ne? Sexualität da ist, ne? Ja. Auch manche merkwürdige Entscheidungen, die gemacht werden oder man plötzlich Menschen ausnutzt und kein spiritueller Lehrer ist so rein, wie wir uns das vorstellen. Ne? Und wenn man das sieht, entspannt sich was, weil wir suchen gar nicht dann diese Reinheit gefühlsmäßig, sondern wir suchen tatsächlich das, worüber es hinausgeht und innen drin eigentlich die Freiheit da ist. Also nach dem wirklichen, dem, was unsere Natur ist. Und die integriert einfach beides oder alles. Alles, ja. Weil sobald wir irgendwas abkoppeln, also wenn wir unsere Gefühle abkoppeln, egal wie spirituell oder unspirituell wir sind, koppeln wir was ab, was unsere Natur ist, was zu uns gehört, was uns durch das Leben leitet, was diese größere Intelligenz, von der wir oft reden, fördert. Also wir werden navigiert durch unser Fühlen, durch unsere Feinfühligkeit, durch unsere Sensibilität. Und wenn wir die verneinen oder weghaben wollen, dann leiden wir. Ja. Dann leiden Und wir, ist auch sehr egal unintelligent. ob wir erwacht sind, erleuchtet sind oder egal was für spirituelle Erfahrungen man gemacht hat, wir leiden. Sobald wir Gefühle und traumatische Erlebnisse im Körper eigentlich unterdrücken, werden die hochkommen und werden sich ihren Platz suchen, entweder in der Gedankenwelt oder tatsächlich im Ausdruck des Körpers. Ne? Und das ist eigentlich so ein wichtiger Aspekt, wo wir eigentlich möchten, dass der eher wie laut gesagt wird, dass man nicht eigentlich danach sucht und auch nicht diese Anforderung eigentlich einen spirituellen Lehrer hat, gefühlsmäßig, oder dass der keine Traumas haben darf oder keine Fehler machen darf oder so. Ne? Das ist einfach nicht so. Ne? Die Sachen sind im Körper gespeichert, die Verhaltensmuster sind im Körper gespeichert und wenn wir nicht unseren ganzen Augenmerk drauf machen, unsere Wahrnehmung dahin lenken und tatsächlich traumatherapeutisch daran arbeiten, kann sich das nicht lösen oder kann nicht integriert werden. Und da können wir noch so spirituelle Erlebnisse gehabt haben. Und das finde ich, wenn man das wie so klar erkennt, passiert was, wo ein wie so eine klare Ausrichtung zeigt, da muss ich nicht drauf gucken, weil es ist nicht die Gefühle, die sich ändern, es ändert sich die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ändert sich auf die Traumas oder auf die Gefühle zu ändern. Und wie du so schön sagst, eigentlich hat es eine größere Kapazität. Es hat eine größere Kapazität, dann auf das Trauma der Menschheit, auf das Trauma von einem selber zu schauen, zu fühlen und zu integrieren. Und das wäre die wirkliche Heilung von der Welt. Ja. Und damit würde das auch viel schneller gehen. Also diese Heilung von Traumas geht viel schneller, wenn diese größere Wahrnehmung mit reinkommt oder diese größere Kapazität, das zu erfahren und zu fühlen, wenn wir alle schon geheilt. Ja, von daher ist es mega wichtig, da hinzugucken. Ja. Ja, mega schön. Freuen uns, vielleicht hat dich das Thema angesprochen oder irgendwas getriggert. Du kannst uns gerne mit uns in Verbindung setzen oder freuen uns auf Feedback, Ja, genau. dass das Thema ein bisschen so in die nach vorne kommt, würde ich mal sagen. Immer mehr eigentlich so nach vorne kommt und immer mehr das Licht drauf kommt
und die Falschheit eigentlich in diesem Konzept wirklich erkannt wird. Das wäre ein Herzenswunsch von uns. So. Tschüss. Tschüss.